Willkommen beim Deutschblitz Podcast. Warum Deutsche so viel sparen? Stell dir vor, du sitzt mit einem Amerikaner und einem Deutschen in einem Café. Der Amerikaner hat $5.000 Schulden auf der Kreditkarte, kauft sich aber gerade entspannt einen Karamell Macchiato für $7 und plant seinen nächsten Urlaub auf Hawaii. Der Deutsche hat 50.000 Euro auf dem Konto. Er schaut auf die Speisekarte, sieht, dass der Cappuccino 4,50 Euro kostet, runzelt die Stirn und sagt: »Weißt du was? Ich trinke zu Hause einen Feta-Kaffee. Das ist ja Wucher hier.« Er hätte das Geld locker, aber er tut es nicht, weil das Geld auf dem Konto nicht zum Ausgeben gedacht ist. Es ist zum Haben da. Und genau darum geht es heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. In den letzten Folgen haben wir gelernt, wie Deutsche im Urlaub mutieren und warum wir unsere Titel und Diplome wie Rüstungen tragen. Heute sprechen wir über das absolute Heiligtum der deutschen Seele. Es ist nicht das Auto, es ist nicht das Bier, es ist das Sparbuch. Warum sparen die Deutschen wie die Weltmeister, können das Geld aber fast nie genießen? Warum ist das Wort für finanzielle Verbindlichkeiten, Schulden, exakt dasselbe Wort wie für moralisches Versagen, Schuld? Und warum ist der Notgroschen für uns wichtiger als der Moment? Wir schauen uns heute die Psychologie der deutschen Vorsorge an. Zückt eure Rabattmarken, wir fangen an. Um den Deutschen und sein Geld zu verstehen, müssen wir in die Kindheit zurückgehen. In vielen Ländern lernen Kinder, dass Geld dazu da ist, Träume zu verwirklichen. In Deutschland lernen wir, Geld ist dazu da, Katastrophen zu verhindern. Das beginnt schon im Alter von 6 Jahren. Es gibt in Deutschland einen inoffiziellen Feiertag. Er heißt Weltspartag. Ende Oktober nehmen deutsche Eltern ihre Kinder an die Hand, das Kind trägt sein schweres Sparschwein und man pilgert zur örtlichen Sparkasse. Dort wird das Schwein geschlachtet, das Geld wird gezählt und auf das allererste eigene Sparbuch eingezahlt. Als Belohnung bekommt das Kind ein kleines Kuscheltier oder ein Lineal. Die Lektion, die sich tief in die deutsche Kinderseele brennt, lautet: Geld ausgeben ist böse. Geld zur Bank bringen und auf dem Papier wachsen sehen ist gut. Wir lernen nicht, wie man investiert, wir lernen, wie man hortet. Für den Deutschen ist das Sparbuch wie ein zweiter Pass. Es beweist, du bist ein ordentlicher Bürger. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben eine der höchsten Sparquoten in Europa. Die Deutschen legen jedes Jahr rund 10-11% ihres Einkommens auf die hohe Kante. Und jetzt kommt das Paradoxe. Wir investieren traditionell konservativer, oft lieber sicher als mutig. Während Amerikaner oder Briten ihr Geld in Aktien oder Immobilien stecken, lassen die Deutschen Milliarden auf Girokonten und Sparbüchern liegen. Bei 0% Zinsen. Manchmal sogar bei Negativzinsen. Warum tun wir das? Weil wir Rendite weniger lieben, als wir das Risiko hassen. Das Idealbild der deutschen Finanzpolitik ist die berühmte schwäbische Hausfrau. Stell dir vor, sie steht im Supermarkt, vergleicht 3 Packungen Mehl und entscheidet sich für die billigste, obwohl sie Millionärin ist. Sie gibt nur das aus, was sie hat, und macht keine Schulden. Für den Deutschen ist ein volles Konto der Inbegriff von Seelenfrieden. Wenn das Geld in Aktien steckt, schwankt es. Schwankungen bedeuten Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist, wie wir aus Folge 50 wissen, der absolute Endgegner des Deutschen. Aber warum diese extreme Angst? Sind wir einfach nur geizig? Nein, wir sind historisch gesehen traumatisiert. Wenn man sich die deutsche Sprache ansieht, findet man oft die tiefsten Wahrheiten. Im Englischen sagt man Debt, das ist ein neutraler, finanzieller Begriff. Im Deutschen sagen wir Schulden, das kommt vom Wort Schuld, also Guilt.
Wer in Deutschland Kredite aufnimmt, außer vielleicht für ein Haus, der hat nicht einfach nur ein Finanzierungsmodell gewählt, er hat sich moralisch schuldig gemacht. Er hat die Kontrolle über sein Leben abgegeben. Dazu kommt das historische Trauma von 1923, die Hyperinflation. Die Zeit, in der die Menschen mit Schubkarren voller Geldscheine zum Bäcker fahren mussten, um ein Brot zu kaufen, weil das Geld stündlich an Wert verlor. Dieses Trauma wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Großeltern erzählten diese Geschichten beim Abendessen und Kinder hörten zu. Tief in uns drin sitzt die Angst, morgen könnte alles weg sein. Egal wie gut es der Wirtschaft geht, der Deutsche denkt immer, das dicke Ende kommt noch. Bevor wir gleich zu meinem persönlichen Kampf mit dem Notgroschen kommen und klären, warum Deutsche mit dem Porsche zu Aldi fahren, um Butter im Angebot zu kaufen, ein kurzer, sehr effizienter Stopp. Gefällt dir diese Folge? Dann investiere jetzt einen Klick. Gib diesem Video ein Like. Es kostet dich keinen Cent, bringt aber maximale Rendite für diesen Kanal. Abonniere uns und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Folge mehr. Danke für deine Einzahlung in unser Karma-Konto. Und jetzt zurück zur Schnäppchenjagd. Ich muss euch etwas beichten. Ich bin ein Opfer meiner eigenen Kultur. Vor ein paar Jahren wollte ich mir eine neue Kaffeemaschine kaufen. Eine gute Siebträgermaschine. Ich hatte das Geld dafür gespart. Es lag auf dem Konto. Alles war bereit. Ich stand im Geschäft, ich hatte die Maschine in der Hand. Und plötzlich hörte ich die Stimme meiner Großmutter in meinem Kopf: »Lukas, muss das wirklich sein? Die alte Filtermaschine funktioniert doch noch. Leg das Geld lieber für schlechte Zeiten zurück.« Ich stand da, schwitzte und fühlte mich wie ein Krimineller, weil ich 500 € für Lebensqualität ausgeben wollte. Ich habe die Maschine an dem Tag nicht gekauft. Ich bin nach Hause gegangen, habe 3 Wochen lang Testberichte gelesen, Preise verglichen und gewartet, bis es am Black Friday 15% Rabatt gab. Erst als ich das Gefühl hatte, ich habe das System besiegt und ein Schnäppchen gemacht, konnte ich das Geld ausgeben. Ohne schlechtes Gewissen. Wir Deutschen kaufen nicht einfach Dinge. Wir rechtfertigen sie. Und das führt zu einem faszinierenden Phänomen im deutschen Alltag: dem Stolz auf das Sparen. In vielen Kulturen zeigt man gerne, was man hat. Man prahlt mit teuren Uhren oder Autos. In Deutschland prahlt man damit, wie wenig man bezahlt hat. Ein typischer Dialog auf einer deutschen Party: »Mensch, tolle Jacke. War bestimmt teuer, oder? Ach was? Die war von 150 auf 94 € runtergesetzt. Letztes Modell, da habe ich sofort zugeschlagen.« Das ist der deutsche Flex. Wir lieben das Gefühl von Effizienz. Deshalb siehst du auf den Parkplätzen von deutschen Discountern wie Aldi oder Lidl oft dicke Mercedes, BMWs oder Porsches. Der Deutsche hat kein Problem damit, 80.000 € für ein Auto auszugeben, aber wenn die Butter im Supermarkt 20 Cent teurer wird, ruft er den Notstand aus. Es geht nicht um das Geld an sich, es geht um das Prinzip. Zu viel bezahlen bedeutet, ineffizient zu sein, und das ist eine Sünde. Das größte Problem an dieser Mentalität ist, wir können uns nicht entspannen. Jeder Deutsche hat einen sogenannten Notgroschen. Das ist Geld, das man auf die Seite legt, falls die Waschmaschine kaputt geht, das Auto streikt oder das Dach undicht wird. Aber hier ist der Haken: Wenn die Waschmaschine dann wirklich kaputt geht, nimmt der Deutsche das Geld nicht freudig und sagt: »Toll, dafür habe ich ja gespart.« Nein, er ärgert sich wochenlang, dass der Notgroschen jetzt kleiner geworden ist. Und er fängt sofort an, noch mehr zu sparen, um das Loch wieder zu füllen. Wir sparen immer für schlechte Zeiten. Aber weil wir so viel Angst vor diesen schlechten Zeiten haben, machen wir uns die guten Zeiten selbst ein bisschen schlecht. Das Geld auf dem Konto ist wie ein Beruhigungsmittel, das man aber niemals schlucken darf. Man darf es nur ansehen.
Was lernen wir daraus? Vielleicht ist das deutsche Sparbuch das finanzielle Äquivalent zum Handtuch auf der Sonnenliege. Es ist unser Versuch, die unberechenbare Zukunft zu reservieren und abzusichern. Wir vertrauen dem Geld auf dem Konto mehr als dem Moment. Wir glauben, wer spart, dem kann nichts passieren. Mein Rat an alle Expats: Wundert euch nicht, wenn eure deutschen Freunde beim Abendessen den Taschenrechner herausholen, um die Rechnung auf den Cent genau zu teilen. Es ist keine Bösartigkeit. Es ist einfach der tiefe Wunsch, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und mein Rat an uns Deutsche: Wir sollten ab und zu mal tief durchatmen. Die Waschmaschine wird sowieso kaputt gehen. Die Inflation kommt und geht. Aber das Leben passiert genau jetzt. Manchmal ist der beste Notgroschen ein schöner Abend mit Freunden, an den man sich auch in schlechten Zeiten noch erinnern kann. Vielleicht sparen wir nicht nur Geld, vielleicht sparen wir uns selbst auf für einen perfekten Moment, der nie kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen verstehen, warum wir Deutschen unser Geld lieber streicheln als ausgeben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt mir in die Kommentare, was war euer größter Schnäppchen-Moment? Oder habt ihr auch noch ein altes Sparbuch in der Schublade liegen? Und was erwartet euch in der nächsten Folge des Deutschblitz-Podcasts? Wir haben heute gelernt, dass der Deutsche sein Geld zusammenhält, um sich sicher zu fühlen. Aber was passiert, wenn dieser Deutsche in den Urlaub fährt? Geht er ins Hotel? Nein, er nimmt sein Haus einfach mit. Warum lieben Deutsche das Camping so sehr? Warum brauchen wir selbst in der wilden Natur einen kleinen Zaun, eine Satellitenschüssel und Regeln für die Mittagsruhe? Das Thema beim nächsten Mal: Warum Deutsche Camping lieben und selbst im Urlaub Regeln brauchen. Wir schauen uns an, warum der deutsche Campingplatz das ultimative Miniatur-Deutschland ist. Seid dabei, macht's gut, gönnt euch heute mal einen Kaffee im Café und lasst das Sparschwein am Leben. Tschüss! Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.